Hallihallöchen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist JensBass und willkommen zu einer neuen Area. Zu der Demo. Zur Live-Übertragung und nicht nur Live-Übertragung, sondern zum neuen FIFA 19. EA Sports Game präsentiert das und herzlich willkommen zu FIFA 19, die Demo. Eine neue Area beginnt jetzt. Die Demo ist raus seit gestern. Habe sie mir gestern runtergeladen und habe nachts schon mal reingeschnuppert. Nur reingeschnuppert, noch nicht gespielt. Reingeschnuppert und spiele jetzt die Demo. Und mal gucken, was uns am Anfang und der FIFA 19 Demo überraschend zeigt. Und dann legen wir auch gleich sofort los und Feuer. Wenn euch das Video gefällt, dann abonniert meinen Kanal, Daumen hoch und schreibt es in den YouTube Livestream Kommentare. Da könnt ihr so viel schreiben, wie ihr wollt. Und natürlich könnt ihr mich auch auf Facebook finden unter meinem richtigen Namen Jens Stadtmann. So, wir freuen uns drauf, uns die Demo erstmal und zu beschäftigen, bevor am 28. September das offizielle Spiel auf dem Markt ist und in den Läden und im Internet wie Amazon oder so zu kaufen ist. Und FIFA 19 in unserer Spiele-Area, wie auf der PlayStation und so, willkommen heißen. Und das Spiel gibt es übrigens für die PlayStation 4, wie ich hier gerade habe, die Demo auf der PlayStation 4, Xbox One, PC und den Nintendo Switch. Und jetzt sehen wir hier Cristiano Ronaldo in seinem neuen Trikot von Juventus Turin. Und dann legen wir auch sofort los und mal gucken, was so ein spannendes überraschend kommt. Und eine Überraschung, die kann ich schon sagen, die hierbei ist, und das ist die Champions, werden wir gleich was von sehen und spielen. Und mal gucken, JensBass, so heiße ich ja, wird die Verbindung mit EA, so gut. Hier steht Champions League. Gehen wir mal unseren Schritt weiter. Die neuen Funktionen, neuer Anstoßzeit, neue Spielverwaltungen. Wähle aus einer Vielzahl verschiedene Spielvarianten von Pokalfinals bis hin zu individuelles Hausregeln wie Souverän, Distanz, Kopfbälle und Rolls und mehr. Das andere seht ihr ja und alles was. Dann haben wir hier das auch noch neu. Neue Gameplay und das und das und das. Seht ihr ja alles. Und vieles andere auch noch. Da war Kevin De Bruyne gerade. Hier haben wir Neymar. Aber ist auch alles neu hier. Und FIFA 19 Ultimate Team. Und der Johnny geht ins Finale ein. Letzte Mal, aber da gibt es was Neues. Werde in den Stories von Alexander, Danny Williams und Kim Hunter, die Halbschwester von Alexander. Jeder Checker muss sich im Laufe seines in Johnnys Abenteuerkarriere Entscheidungen und Fußballherausforderungen stellen. Führe die 3 Stars zum Erfolg in der UEFA Champions League oder auf die Nationalmannschaft Tribüne. Und dann legen wir auch jetzt sofort los. Das ist in Johnny. Wir gehen mal kurz drauf. Wir könnten das spielen und das können wir beim nächsten Mal machen vielleicht. Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier an. Hier haben wir Alexander, mit denen kann man erst spielen. Bei Real Madrid gegen Manchester United, Champions League. Dann haben wir hier Kim Hunter, die Schwester von spielbar in FIFA 19. Und dann haben wir hier Danny Williams, auch spielbar in FIFA 19, aber ist noch nicht verfügbar. Wir können jetzt
erstmal hier mit Alexander machen und das geht alles klar. Und das Spannendste ist jetzt, oder das Spannendste kommt jetzt, wir gehen auf Anstoß und suchen unsere Mannschaft aus. Schalke ist jetzt nicht dabei. Hier ist auch noch was, da ist auch noch was. Pokalfinale, Ausregeln. Wir gehen auf Oster Champions League. Gruppenphase. Oh, oh. Wir spielen. Wir könnten aussuchen zwischen Dortmund, Bayern, Juventus Turin, Manchester City, Manchester United, PSG und Real Madrid und Tottenham und AS Rom, Atletico Madrid und so weiter. Und wir spielen heute mit, ihr dürft dreimal raten, Juventus Turin gegen Real Madrid. Mal gucken, was das für ein schönes Spiel gibt. Und das ist die UEFA Champions League, die wir jetzt spielen, meine Damen und Herren. Ich sag's euch, das wird ein spannendes Spiel geben. Das hoffe ich. Ein spannendes Spiel fängt an und gleich könnt ihr hören, die UEFA Champions League Musik, die wird mit einem Erscheinen willkommen heißen bei FIFA 19, wo die UEFA Champions League und Europa League 10 Jahre lang Pure Music Soccer die Lizenz hatte, hat sich jetzt FIFA die Lizenz geholt und heißt nicht mehr UEFA Cup oder so, wie das hieß vorher, oder Europa Cup. Jetzt haben wir die kompletten Rechte und es sind auch noch ein paar Mannschaften bei, sogar die japanische Liga und sowas ist dabei. So, ich sag's, es wird spannend. So fängt das an. So, wir machen die Aufstellung. Costa, Ronaldo und so weiter. Ne, den mache ich nicht. Den lasse ich drin. Mal gucken, was das irgendwie. Chiellini. Schan. Ah, jetzt hat er gewechselt. Wir gucken, wenn wir hier noch haben. Sind gute Spieler bei? Leck mich am Arsch, tut mir leid, dass ich jetzt sagen muss, aber das ist wirklich so. Einfach nur geile Spieler. Und Mandzukic ist nicht mit im Spiel dabei. Und hier haben wir Torwart und natürlich den Chef in der Mitte im Sturm. Cristiano Ronaldo! Los geht's! Erstes Spiel in der Champions League. Willkommen beim neuen Anstoß, steht da. Und was wir natürlich nicht zu vergessen haben dürfen, Spielvorschau. Die sehen wir jetzt. Einstellung gucken. Stadion. Zufällig ist ausgeschaltet. Wir haben Spätabend bei diesem Spiel. Heiter. Und da ist der Champions League Ball, den wir jetzt haben. Und meine Damen und Herren, viel Spaß mit dem ersten Spiel. Juventus Turin gegen Real Madrid. Champions League. Öffne deine Tore und beginn. Aber bevor wir loslegen, haben wir hier neue Spiele.
Boah, der hat gesessen. Wir haben unsere erste Challenge, die wir hier machen. Und die läuft ja wie geschnürt, meine Damen und Herren. Mit Cristiano Ronaldo. Einen haben wir noch hier. So, der letzte. Der ist jetzt weg. Ah, wir haben A-Klasse geschafft. Champions League. Jetzt komm ich. Viel Spaß. Hallihallöchen, wir hören hier die Champions League Musik. Es ist kein deutscher Kommentator. Es sind die englischen Kommentatoren. Deswegen spreche ich mit hier. Meine Damen und Herren, wir hören zum ersten Mal bei FIFA die Champions League Musik. Und die Champions League ist da. Das ist geil. Oh, ich freue mich schon, wenn ich das komplette Spiel habe. Dann suchte ich erstmal. Die Demo suchten erstmal. Einfach nur klasse. Leck mich doch am Arsch. Halleluja. Erstmal herzlich willkommen aus Juventus Turin. Juventus Turin spielt gegen Real Madrid. Und mal gucken, wie das Spiel sich schlägt. Cristiano Ronaldo spielt jetzt in Juventus Trikot. Und hier ist die Champions League Musik nochmal. Wir haben hier die Champions League gehört und da haben wir Cristiano Ronaldo, der jetzt im neuen Trikot ist bei Juventus Turin und spielt gegen den Ex-Club in der Champions League Gruppenphase. Und mal gucken, wie es weitergeht. Und das ist ein spannendes Spiel, was heute ansteht. Juventus Turin aus Italien gegen den spanischen Club Real Madrid. Und da freuen wir uns drauf, die Partie präsentieren und das erste Mal FIFA19 und das die Demo und dann 2-3 Wochen vorher schon mal wissen, wie das so ist, und dann können wir nachher das komplette Spiel mit dem deutschen Kommentator, was wohl nicht geändert wird. Wir wollen es noch nicht. Aber jetzt freuen wir uns drauf, mit Ihnen hier die Demo zu zocken und dann noch die Champions League. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen viel Spaß und viel Vergnügen. Testen wir das Spiel jetzt mit Sammy Khedira. Also wir machen eben aus, ich gehe auf Trainermodus, ausblenden, so. Und dann kommt der erste Pass von Bale, aber den geht aber nicht so hin, wie es sein sollte. Jetzt Ronaldo und immer noch der Ball im Spiel, aber jetzt haben sich die Gäste den Ball geholt. Weiter, oh, es wird doch voller gezeigt. Geile Stimmung, ausverkaufte Bude im Juventus Stadion. Also jetzt hier Ronaldo im neuen Trikot bei Juventus Turin und fast die erste Torgelegenheit. Wir testen das hier. Die Demo
Tor testen. Weiter, 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 weiter. Oder lag einer auf dem Boden und konnte sich nicht rühren, deswegen war der Ball auch gerade. Foul. Freistoß. Und die erste gelbe Karte, meine Damen und Herren, willkommen ins Spiel. Das ist die erste gelbe Karte im neuen FIFA 19 Spiel, in die FIFA 19 Demo. Unser erstes Foul, unsere erste gelbe Karte. Präsentiert von Pepsi stand da oben gerade. Pepsi, ein Getränk zum Genießen. Und gesponsert wird das auch alles hier von Gazprom und Heineken. Und fast das 1 und nicht fast das 1-0 für Real Madrid, Gareth Bale. Die Perspektive geil. Alter, hier keine Fehler machen. Hier rührt sie dann nix. Und schon die erste Gelegenheit aufs Tor von Real Madrid. Wo ist der Chef? Da ist der Chef. Cristiano Ronaldo. Ronaldo mit der ersten Chance. Und wann fällt das erste Tor für Juventus Turin? Immer noch Ronaldo. Immer noch Ronaldo. Immer noch Ronaldo. Ronaldo schießt doch! Tor! Tor! Tor für Juventus Turin! Cristiano Ronaldo, wir haben seinen Jubel gesehen und es steht 1:0 in der Demo, das erste Tor in der neuen FIFA-Ära ist gefallen. Unser Chef Cristiano Ronaldo, da haben wir nochmal ein Bild und sein Jubel haben wir gerade auch gesehen. Und da haben wir das erste Tor und das erste Tor von Cristiano Ronaldo, sogar vom Titelbild von FIFA 19. Er hat das Tor gemacht und das ist jetzt eine gute Gelegenheit, weiter zu spielen. 1:0 steht es hier für Juventus Turin durch den Chef, der auf dem Titelbild von FIFA 19 steht und das 1:0 gerade geschossen hat. Juventus Turin führt hier 1:0 und was in der Demo jetzt noch nicht alles zu sehen ist, gibt es in der Vollversion zu sehen. Wieder Ronaldo. Ronaldo! Und jetzt kommt Madrid. Wow. Wupsa. Es wird wohl Eckball geben für Juventus Turin. Hier sehen wir ein Versuch und ein Tor von Cristiano Ronaldo. Hier ist nochmal der Treffer und das hat er sich auch verdient. Es gibt kein Eckball, es gibt Abstoß. Und ich kann Ihnen gleich auch schon mal sagen, wie es nachher weitergeht. Aber was ich jetzt sage, schnell den Ball geholt. Matroni!
Costa. Weiter. Ronaldo! Der war nicht im Tor. Meine Meinung sah es drin aus. Schau uns die Wiederholung nochmal an. Das sah wie ein Tor aus, aber der war daneben. Aber es ist abseits angezeigt worden. Tut mir leid. Es war noch. Ob der drin war, ist noch unsicher, aber es war abseits. So, 3 Minuten wurden angezeigt. 2. Minute haben wir schon. Und es geht gleich in die Halbzeit. Jetzt kommt nochmal Ronaldo, Cristiano Ronaldo, oh, komm mal, Cristiano Ronaldo war noch zur Pause, Ronaldo! Eckball, die erste Ecke, ausgeführt von Debba, jetzt kommt Sami Khedira, kommt da noch eine Chance, wir sind in die 5. Minute in der Nachspielzeit, es ist noch nichts, aber jetzt ist Halbzeit! Halbzeitpause in der Champions League zwischen Juventus Turin und Real Madrid. Er hat 2 Versuche gehabt und ein Tor gemacht. Juventus Turin geht mit einer 1-0-Führung in eine Pause und den gleich sind wieder da zur zweiten Hälfte, meine Damen und Herren. Spannend, wie es geht. Spannend. Einfach nur Weltklasse. Wir sehen uns die Wiederholung an. Gelbe Karte. Und dann kommt der Chef Cristiano Ronaldo und schießt Juventus Turin mit 1-0 in Führung. Einfach nur Weltklasse. Und wenn euch das Video gefällt, dann abonniert meinen Kanal, Daumen hoch und schreibt in den Kommentaren. Und geht auf 40 gerne auf sowas hier und so weiter. Hier kommt Ronaldo und Tor! Haben wir nochmal die Wiederholung nochmal kommentiert und es steht 1-0 für Juventus Turin. Und wenn ihr das komplette Spiel habt, dann werdet ihr auf was gefasst sein. Da kommt ein Anfangsspiel, was wir spielen, und dann, ja, und so weiter, wie ihr es seht. Wir haben die Champions League. Das erste Mal hier bei FIFA drin. Die Europa League kommt auch noch da, ist auch noch mit drin. Mit Musik, alles drum und dran. Aber Champions League ist erstmal wichtiger. Und dann kann man mit Schalke schön spielen und auch mit anderen Mannschaften. Wir zum Beispiel haben jetzt hier auch noch Borussia Dortmund und Bayern München drin. Dann haben wir Paris, Manchester United, Manchester City und wie jetzt zum Beispiel hier AS Rom haben wir und auch ein paar andere, ich habe jetzt nicht alle im Kopf jetzt. Und wie das Spiel jetzt hier Juventus Turin mit Cristiano Ronaldo und gegen seinen Ex-Club Real Madrid. So, sollen wir die zweite Hälfte spielen? Ja oder nein? Ich hab Bock drauf. Ihr auch? Na gut. Auf geht's! Zweite Hälfte! Juventus Turin gegen Real Madrid. Viel Spaß! So, jetzt haben wir die zweite Hälfte angepfiffen. Jetzt kommt Cristiano Ronaldo mit seinem Ball wieder nach vorne. Hat er die Chance zum 2-0. Ronaldo! Und fast das 2-0 für Juventus Turin. Jetzt gibt es Eckball. Die nächste Ecke von Modalican. Bale. Geile Stimmung im Stadion. Da kann man nicht meckern gegen. Ronaldo. Alles weg wieder. Carvajal, Bale. Bale. Modric und Keeper hat alles gefangen. Und wenn euch was auffällt, ist kein Buffon mehr da. Er spielt jetzt bei Paris. Ronaldo. Macht der Ronaldo was? Cristiano Ronaldo! Zurück! Aber der Torwart war dran. Der wollte passen, aber da war der Torwart schneller.
So, steht immer noch 1:0 für Juventus Turin. Jetzt haben wir Sammy Khedira, Costa, Cristiano. Ronaldo! Macht er das? Nein, es könnte gleich einen Wechsel geben bei Real Madrid und Juventus Turin. Weiß ich noch nicht, ob sie wechseln. Aber jetzt kommt erstmal Madrid. Khedira! Sammy Khedira! Es ist eh nicht mehr lange zu spielen. Und ja, dann freuen wir uns erstmal. Hier. Matuidi. Costa. Cristiano Ronaldo. Macht er 2:0. Wir warten auf 2:0, aber da kam nichts vom Chef, vom Cristiano Ronaldo. Ball ist im Aus, Einwurf. Es könnte jetzt Wechsel geben. Und den ersten Wechsel, Karim Benzema geht raus. Ronaldo, 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 Cristiano, Ronaldo! Es gibt einen Wechsel, Khedira geht raus und Aaron Chan, der neue Mann, kommt ins Spiel hinein, der von Liverpool kam. So, gewechselt wurde schon. Eckball. Jetzt! Jetzt! Oh! Ball ist immer noch im Rennen und es gibt Einwurf für Juventus Turin. Guckt euch die Fans an. Die sind glücklich, dass ihre Mannschaft führt. So, wo ist denn der Und fast das 2:0 und es gibt die nächste Ecke für Juventus Turin. Quadrado kommt jetzt ins Spiel rein. Matuidi geht raus. Und es gibt den zweiten Wechsel bei Juventus Turin. Bei Real Madrid gab es auch Wechsel. Ex-Ball. So. Juan Quadrado kommt ins Spiel hinein jetzt für Vlasic Matuidi. Eckball. Alex Sanchez! Jetzt Nachschuss! Und der Ball ist nicht in Tor. Weiter noch gut gespielt. Es ist spannend auf den Rängen. Es ist Vorteil angezeigt worden. Jetzt kommt Fehler, aber es wurde abgepfiffen. Es wurde abgepfiffen. Jetzt kommt Mario Mandzukic ins Spiel. Mario Mandzukic kommt jetzt ins Spiel hinein. Der letzte Wechsel bei Juventus Turin. Es sind noch 5 Minuten auf der Uhr. Es ist der letzte Wechsel. Jetzt kommt Mario Mandzukic ins Spiel. Mal gucken, ob da was gleich kommt. So, das wurde hier Foul oder Abseits angezeigt. Und jetzt schauen wir nochmal. Vielleicht das letzte Ding. Ronaldo! 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 Tor für Juventus Turin! 2:0! Cristiano Ronaldo! Das gibt's doch nicht! Unfassbar! Tor für Juventus! Dann läuft er an und kriegt die Chance und der Ball ist ins Tor. 2:0, kurz vor Ende dieser Partie. Führt Juventus Turin mit 2:0 gegen Real Madrid. 88. Spielminute. Cristiano Ronaldo, unsere Nummer 7, macht das Tor. 2:0. Vielleicht schafft er auch noch ein drittes. Ich weiß es nicht, wie viele Minuten Nachspielzeit es gibt. Könnte sein oder es könnte auch nicht sein. So, es gibt 3 Minuten Nachspielzeit. 3 Minuten Nachspielzeit. Es ist noch alles drin. Alexander. Ich würde es feiern, jetzt ein Hattrick von Ronaldo. Ich würde es feiern.
Costa! Jetzt ist es vorbei! Jetzt ist es vorbei! Real Madrid gewinnt gegen Real Madrid verliert in Juventus Turin mit 2:0 durch zweimal Cristiano Ronaldo. Das war eine spannende Partie, die wir nie gesehen haben. Mal schauen, vielleicht gibt es beim nächsten Mal noch mehr Tore. Wer weiß. Aber der Anfang von unserer neuen Ära FIFA 19 hat sehr, sehr gut angefangen, meine Damen und Herren. Und mal gucken, dann machen wir auch so weiter. Unser erstes Spiel unserer FIFA 19 Demo ist geschafft. Juventus Turin hat hier mit 2:0 gewonnen gegen Real Madrid. Und jetzt mal gucken, wie es jetzt weiterläuft und spannende Sachen noch kommen. Und Spielergebnis steht 2:0 für Juventus Turin. Sieger, Spieler 1. Wir machen weiter. Es ist noch nicht zu Ende. Anstoß. So, wir machen neues Spiel, neues Glück. Mal gucken, wer der Bessere ist nachher. So, wir machen Anstoß. Spielen die Champions League. Champions League Gruppenphase. Unsere Mannschaft heißt heute nicht Juventus Turin, sondern wir spielen heute mit unserem zweiten Spiel. Spielen wir mit Paris Saint-Germain gegen Bayern München, unsere erste deutsche Mannschaft, die wir jetzt hier haben. Und da spielt Juventus Turin, Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München. Und gleich haben wir auch unser erstes Spiel auch mit einer deutschen Mannschaft, wo ich die deutsche Mannschaft spiele, vielleicht Bayern oder Dortmund. Aber jetzt spielen wir erstmal gegen die deutsche Mannschaft. Und die heißt Bayern München spielt gegen Paris Saint-Germain. Aufstellung. Leck mich am Arsch! Ich hab Gigi Buffon im Tor mit 88! Mit ein 88er Gigi Buffon, leck mich doch am Arsch! Halleluja! Mann! Oh, da freut man sich aber wirklich. So. Julian Draxler kommt noch ins Spiel hinein. Alter! Ein 88er Gigi Buffon. Oh, ich habe hier Kevin Trapp hier noch drin. Wieso ist Kevin Trapp da noch drin? Der ist doch jetzt bei Frankfurt. Keine Ahnung wieso. Aber geil. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Geil. So, Paris Saint-Germain spielt jetzt gegen den FC Bayern München. Die Aufstellung bleibt so, wir haben nur eine kleine Änderung gemacht. Da haben wir Julian Draxler reingemacht, weil wir tun den auch mal weggehen. Und dann setze ich mal Moiner, der hat jetzt 82. So, los geht's. Zweite Partie. In Estadio San Diego Bernabéu Stadion. Viel Spaß. Paris gegen Bayern. Und jetzt hören wir zum zweiten Mal die Champions League Musik. Viel Spaß. Ja, gerade eben habe ich ja, wir machen nochmal die gleiche Challenge hier. So. Wir sagen gleich mal nix und wünschen Ihnen trotzdem viel Spaß im Stadion mit den vielen Fans beider Mannschaften, wie von Paris und natürlich von FC Bayern.
Aber jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß. Ich schalte jetzt um. Ihre englischen Kommentatoren präsentieren Ihnen das jetzt. Und ich kommentiere einfach mit heute. Ich spiele noch eben zu Ende. Ich habe noch einen Schuss. So haben wir auch geschafft. Viel Spaß! Hier ist die Champions League Musik mit dem nächsten Spiel Paris gegen Bayern. Viel Spaß! Hallihallöchen und herzlich willkommen zur zweiten Partie der FIFA19 Euro in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München. Da ist Neymar Junior abgebildet. Und jetzt sind wir mal kurz leise und hören uns die Champions League Musik an, bevor wir die Mannschaften sehen. So, wir haben zum zweiten Mal an diesem Tage die Champions League Hymne gehört. Und jetzt werden die jetzt klatschen sich die Mannschaften ab. Und jetzt kommt die Aufstellung von Paris Saint-Germain, von Thomas Tuchel, die Aufstellung. Und wie sie ist, das sehen wir jetzt. So, erstmal eben die Klatsche auch an den Schiedsrichtern. Und hier ist die Aufstellung von Paris Saint-Germain, von Trainer Thomas Tuchel. Jimmy Buffon ist im Tor. Eine Legende, die nach langer Zeit von Juventus Turin jetzt im Trikot von Paris Saint-Germain steht und spielt im Tor. Hier ist die Aufstellung von Paris, von PSG. Und jetzt kommt die Aufstellung des FC Bayern München. Leo Goretzka ist mit in der Startelf. Arjen Robben ist nicht mit dabei. Dafür haben wir hier Goretzka mit im Spiel. Das ist der einzige Neue, der jetzt mit dabei ist. Und die anderen alle sind hier. So, unsere zweite Partie auf der Plätze 4. PS4 steht da unten gerade. Ist auch ein Sponsor von der Champions League. Und ich eröffne das Spiel. PSG gegen Bayern München beginnt jetzt! Viel Spaß und abonniert meinen Kanal, Daumen hoch und schreibt in den Kommentaren, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch gefällt am Ende. Unser Teil 1 unserer Demo hier. Spiel beginnt mit Paris gegen Bayern. Ja, unsere erste Möglichkeit jetzt aufs Tor mit Julian Draxler. Und da geht der Ball runter und dann fast das 1-0 durch Cavani. Eckball. Der erste Eckball für Paris Saint-Germain. Alves! Silva! Nächste Ecke! Nächste Ecke! Klasse! Weggehauen von Manuel Neuer. Alves! Wieder Silva! Und es gibt die nächste Ecke. Schon die dritte Ecke hintereinander von Paris. Alves wieder. Robert! Und der Ball geht nach hinten. Jetzt geht der Ball nach hinten. Nach 3 Eckbällen in Folge. Moiner. Cavani. Mbappé! Ball geht wieder nach hinten. Aber rettet sich noch. Freistoß für PSG. Draxler! Fast das Tor durch Julian Draxler. Mbappé.
es! JMAP, was für ein Tor! 1-0 für Paris Saint-Germain. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Da kommt der Ball und dann geht der Ball dann wieder. Und das Ding ist im Netz. Paris Saint-Germain führt hier mit 1-0 gegen den FC Bayern München. Da haben wir nochmal einen Blick. Die Nummer 7, MAP, hat Tor geschossen. Und hat nur 18 Minuten dafür gebraucht. Und die Führung ist jetzt drin für Paris Saint-Germain. Und herzlich willkommen ins Spiel. Und 1-0 steht es. Und es ist abseits auf einmal angezeigt worden. Cavani stand dann wohl in Abseits. Wir sehen uns das nochmal an. Ja, da steht er in Abseits. Ja, Abseits. Ferrati, Cavani! Nichts von beiden hier. Foul. Freistoß für die Gäste aus München. Weiter noch 1-0 für Paris Saint-Germain. Weiter geht's mit dem Ball nach vorne mit Robert, Ferrati, Cavani. Neymar! Tor! Tor für Paris Saint-Germain! Neymar macht das Tor an die Nummer 10! 2-0 für Paris Saint-Germain! Da konnte Manuel Neuer nichts mehr machen. Der Ball ist im Tor gerollt. 2-0 für Paris Saint-Germain und Torschütze die Nummer 10. Neymar, da ist er nochmal abgebildet. Neymar Junior macht das 2-0, der Brasilianer. Trifft in der 31. Spielminute. Erstes Tor in der UEFA Champions League und das fängt schon sehr, sehr gut an. Und wie das dann im kompletten Spiel aussieht, das sehen wir dann auch. Mit Gruppenphase alles drum und dran zu spielen. Jetzt kommt Ferrati. Nächste Chance. Jetzt kommt Ferrati. Cavani. Es ist kein Abseits. Zumindest erstmal nicht. Julian Draxler. Oh! Alles faul, Goretzka, und es müsste Karte geben. Ich weiß nicht was, aber eine gelbe Karte für Dani Alves. Da geht er in Goretzka richtig rein. Und mit Recht abgepfiffen. Franck Ribéry. Alves. Cavani, er kommt durch. Cavani, Tor! 3-0 Paris Saint-Germain. Da guck mal, was er da macht für sein Stand da. Cavani bringt PSG mit 3-0 in Führung. Einfach nur geil. Manuel Neuer ist enttäuscht, erschüttert und ja. Da kommt er und haut das Ding ins Tor. 3-0. Ja, Torschützen. Mbappé, Neymar und Cavani. 3 Stürmer haben die Tore geschossen. Und jetzt
Ist gleich Halbzeit. Es ist noch 1 Minute auf dem Tacho, sind 3 Minuten angezeigt worden und es steht 3:0. Foul gibt es noch. 3 Minuten 44 schon auf die Uhr. Gelbe Karte für den Torwart Gingy Buffon. Und es gibt nochmal einen Freistoß, bevor wir in der Halbzeitpause gehen. Wir sind schon in der 4. Ja, wir sind schon in der 5. Spielminute. Jetzt ist Halbzeit, Pause und eine großartige Führung für Paris Saint-Germain. Führt hier mit 3:0 gegen den FC Bayern. Anderson Cavani hat ein Tor geschossen, Neymar hat ein Tor geschossen und MAP hat ein Tor geschossen. Das sind die Torschützen der ersten Hälfte hier bei Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern. Über eine kurze Unterbrechung, wir schauen uns die Wiederholung an hier gerade der ersten Hälfte und dann geht es gleich sofort ratzefatz weiter zur zweiten Hälfte zum Spiel. Paris gegen Bayern. Bis gleich. Mbappé! Tor! Mbappé! Tor 1:0! Jetzt kommt Neymar Junior! Neymar! Tor 2:0! Jetzt ist die Spielminute faul, das wird die gelbe Karte für Dani Alves. Nächste Chance. Cavani, Everton, Cavani. Tor! 3:0 Paris Saint-Germain. Und dann kommt nochmal Gingy Buffon und kriegt eine gelbe Karte und fault Lewandowski vorm Strafraum. Und es ist Halbzeitpause und es steht 3:0 für Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München. So, da sind wir wieder. Wir haben die Wiederholung gesehen gerade und ich habe wieder kommentiert wieder. Und es steht 3:0 für Paris Saint-Germain. Und wenn euch das Video gefällt, meine Damen und Herren, dann abonniert meinen Kanal. Die mich noch nicht abonniert haben, nur erstmal schauen. Dann abonniert mich, Daumen hoch und schreibt Kommentare. Und könnt schreiben, wie es euch gefallen hat. Die zum Beispiel jetzt zuschauen. Wir haben noch keinen einzigen Zuschauer. Ich gehe mal auf meinen YouTube-Kanal, da bin ich glaube ich der Erste, der zuschaut. Ich bin dann der Erste, der zuschaut. So, ich sehe live gerade bei mir und ich habe geschaut und das hat auch geklappt. Ich höre mich gerade sogar selber auf meinen Livestream. Ich bin gerade auf YouTube und dann, ja, und dann sehe ich hier und dann machen wir auch gleich oder direkt sofort weiter, meine Damen und Herren, mit der zweiten Hälfte. Mit Paris gegen Bayern steht jetzt weiter an. Zweite Hälfte mit ihren englischen Kommentatoren und ich natürlich kommentiere mit. Und ich glaube, wir wechseln noch nicht aus. Wir könnten das. Dani Alves kann auch spielen. Ja, Buffon, den lasse ich auf jeden Fall spielen, das ist eine Legende. Den lasse ich spielen. Zweite Hälfte, Paris Saint-Germain gegen den FC Barcelona in der Champions League. Anstoßphase. Viel Spaß. So, dann sind wir wieder passend zur zweiten Hälfte. Bayern mit dem Anstoß und mal schauen, wie sich die zweite Halbzeit schlägt. 3:0 steht es für Paris Saint-Germain. MAP, Neymar und Everton Cavani sind die Torschützen. Kein Foul, weiterspielen. Moiner hat sich den Ball geholt. Cavani.
Cavani. Cavani. Und was macht denn Cavani da? Jetzt haben wir Julian Draxler. MAP. Robert. Moiner. Ferrati. Julian Draxler. Verliert den Ball. Und es geht nach vorne mit Franck Ribéry, der gefault wird, und es gibt Freistoß für Paris, für Bayern München und gelbe Karte für Marco. Und es gibt den ersten Wechsel oder Möglichkeit, stand da, für den Schnellwechsel. Den gab es auch schon beim letzten FIFA 18. Jetzt erstmal noch kein Wechsel hier. Draxler mit dem Ball auf. Draxler mit dem Ball nach vorne. Kommt er durch? Wenn ja, er kommt durch. Aber er kommt nicht weiter. Er bleibt da stehen, wo er stehen bleiben konnte. Und dann machen wir weiter mit Goretzka, Martinez, Rodriguez, aber der kommt nicht dran. Neymar ist am Ball. Cavani. Neymar. Robert. MAP! Nicht im Tor! Weiter geht's nach vorne mit Franck Ribéry, aber der Ball ist schon längst vorbei. Es gibt Einwurf, aber im Wechsel erstmal. Und Leon Goretzka geht raus. Und bei Bayern kommt Thiago ins Spiel hinein. So, Einwurf für Paris, schnell ausgeführt. MAP. Julian Draxler! Julian Draxler! Robert. Draxler! Julian Draxler! Julian Draxler! Cavani. Robert! Fast das 4:0. Fast das 4:0. Es gibt noch kein Wechsel. Wir machen das eben anders, eben den Schnellwechsel. Dani Alves geht raus und nee, auch nicht. Ich spiele einfach so wie es ist. Wir wechseln, glaube ich, jetzt gar nicht. Oder wenn ich wechsle. So. Nächster Wechsel bei Bayern. Neuer hat jetzt insgesamt 7 Paraden und Buffon noch nichts. Süle kommt rein, Boateng geht raus. Nächste Chance, Julian Draxler. Silva. Einwurf für den FC Bayern. So, es sind noch insgesamt 10 Minuten zu spielen. Und es steht 3:0. Julian Draxler kommt nicht an den Ball, aber es gibt Einwurf. Zumindest nächster Wechsel bei Paris. Martinez geht raus und Sandro Wagner kommt ins Spiel hinein. So. Der Bayern hat doch den Einwurf gehabt, aber nicht vertan. Aber muss ich sagen, erste Mal gespielt sofort und sofort haben wir Neymar Junior, Neymar macht den doch, warum macht er den nicht? Wurde abgehängt. Kommt noch 4:0. Hier noch, wie wär's mit Julian Draxler oder Neymar Junior! MAP holt sich noch den Ball.
So, ist sofort zu Ende. Es gibt noch 2 Minuten Nachspielzeit oben drauf. Und jetzt kommt Julian Draxler. Wir hoffen auf Julian Draxler. Oder heute nicht. So, meine Damen und Herren, das Spiel ist aus. Spiel Nummer 2 ist beendet. Und Paris Saint-Germain gewinnt gegen den FC Bayern mit 3:0. Ein klasse Spiel. 3 Tore sind gefallen, 3 Stürmer haben geschossen. MAP, Neymar und Everton Cavani. Sind auch spannende Chancen gekommen und sogar noch Torchancen, die auch reingegangen wären fast. Und es hätte auch anders ausgehen können noch, zweite Hälfte. So, das war's hier und wir schauen uns die Wiederholung an noch und dann sagen wir Tschüssi. So, jetzt schauen wir uns die Wiederholung an und dann hier ist 1:0 von MAP. Sehen wir hier. Da haben wir MAP. Das 2:0 durch Neymar. Tor! 2:0. 3:0 und das gelbe Karte. Unser nächstes und letztes Spiel, was jetzt kommt, ist einer der besten Spiele, die wir ja kennen. Dortmund gegen Bayern spielen wir gleich. Wir schauen uns die Wiederholung noch hier an. Da ist das 3:0 durch Everton Cavani gefallen gerade. Und ja. Und gelbe Karte für Buffon. Nächste Karte, dann zweite Hälfte. Und da ist nichts mehr passiert. Spiel endet 3:0 für Paris. Und so weiter ist es gekommen. 3:0. Sieger, Spieler 1. Neymar ist Spieler des Tages in der Bewertung geworden. Und wir machen weiter. Da war spannend hier, dass wir hier die Champions League austesten konnten. Oder und dann kommt unser letztes Spiel. Oder wir schauen erstmal. Champions League. Weiter. Unser nächstes Spiel ist nicht Dortmund gegen Bayern, sondern wir nehmen Bayern München, Dortmund und Tottenham Hotspur. Meine Damen und Herren, wir spielen jetzt mit Borussia Dortmund und Heiter. So, das sieht so aus von Ballbesitz. Hier 20% schießen und hier ist die Vorschau. Und jetzt schauen wir uns die Aufstellung an bei Borussia Dortmund mit Roman Brücki, Akanji, Piszczek, Akanji, Toprak, Diallo, Weigel, da haben wir Christian Pulisic, Delaney, Götze, Reus und Philipp. Ich kann auch noch ein bisschen ändern hier. Ja, ich kann auch ändern. (4-3-3) spielen wir jetzt, meine Damen und Herren.
Oder 4-3-3 flach, so mache ich das jetzt mal rein. So, dann haben wir Philipp, Marco, Philipp ist Sturm. Daneben Götze, ne. Wo haben wir die Stürmer alle hier, die wir brauchen bei Dortmund? Ne? Ist nicht alles dabei, was ich haben wollte? Komisch. Dann wird das wohl die Aufstellung sein, die so jetzt ist. Das spielen wir auch so mit. Habe ich hier kein Pisschen mehr? Ne. Schmelzer habe ich aber noch. Also Pisscheck war auf der anderen Seite. Sorry. Habe ich jetzt nicht gesehen. So, unser letztes Spiel für heute. Wir sind schon eine Stunde und 2 Minuten und 0 Sekunden live. Und jetzt geht's los. Unser letztes Spiel für heute heißt Dortmund gegen Juventus Turin. Viel Spaß. So, jetzt kommt ein anderes Spiel dazwischen. Und das Wichtigste nicht zu vergessen, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch und schreibt in den Kommentaren. Nochmal, warte. Wir machen die Challenge nochmal neu eben, weil ich will das mal austesten, warte. Oh. Egal. Das war eine geile Challenge, die ich hier habe. Ey, faul. Ich versuch's nochmal. Ey, du Wichser, faul. So, knapp 10 Note. Kann man beim nächsten Mal verbessern, wenn es noch mal wiederkommt. Unser letztes Spiel für heute. Dortmund gegen Tottenham. Mit ihren englischen Kommentatoren. Viel Spaß. Und ich kommentiere mit. Und das auch die Champions League Musik zu hören. Viel Spaß. It truly is a special place, a stadium every football fan should visit should he or she get the... Hallihallöchen und herzlich willkommen aus meiner Kommentatorenkabine zum Spiel Dortmund gegen Tottenham Hotspur. Und mal gucken, da werden schon Selfies gemacht mit Dortmund-Fans. Und wir hören jetzt die Champions League-Mucke zum letzten Mal für heute. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter. Viel Spaß. Und die Aufstellung meiner Mannschaften werden Sie gleich nach der Champions League-Hymne zu hören und zu sehen bekommen.
sind sie da und da sehen wir gerade im Bild Harry Kane und Danny Harry. Und da geht das Spiel auch gleich sofort los mit spannender Begegnung zwischen Dortmund und Tottenham Hotspur. So, da kommen die Mannschaften, da ist aber wieder Harry Kane und Danny Alley und wie sie alle heißen eingeblendet. Und Son natürlich auch, haben wir gerade gesehen hier. Und dann geht es sofort los. Hier ist die Aufstellung von Trainer Lucien Favre vom Borussia Dortmund. Mal gucken, wie der aufgestellt hat. Und so sieht die Aufstellung heute aus. Und dann geht's weiter mit der Aufstellung von Tottenham Hotspur und die sieht man Oli Partino und die Aufstellung sieht folgendermaßen so aus. Mit Harry Kane, Danny Ellison, Eriksson und natürlich Glorius der Torwart. So, wir schauen auf die Uhr und das Spiel beginnt jetzt! Und das Spiel beginnt jetzt. Oder eine kurze Unterbrechung und dann wollen wir gleich sofort das Spiel weiter starten. Und dann geht's sofort los mit dem Spiel.
So, da sind wir wieder zurück. Wir haben eine kurze Verzögerung gehabt bei der Aufnahme gerade hier. Da haben wir eben kurz die Tonauflage weg gehabt und da musste man kurz weg. Aber es ist aber jetzt wieder da, dass wir jetzt spielen können. Also aufgepasst, Leute. Wir legen jetzt los mit dem Spiel. Wo wir stehen geblieben sind. So. So, los geht's. Erste. Dortmund gegen Tottenham Hotspur beginnt jetzt. Viel Spaß. Pisscheck haben wir jetzt am Ball. Julian Weigel, Götze. Wenn man schon gesehen hat, dass wir schon im dritten Spiel drin sind. Erstes Spiel Juventus Turin gegen Real Madrid. Zweites kommt erstmal Pisscheck. Meine Damen und Herren, wenn man schon sieht, dass man schon im dritten Spiel drin ist. Erstes Spiel hat Real Madrid mit 2:0 verloren gegen Juventus Turin. Ich war ja Juventus Turin, habe das erste Spiel ja gewonnen mit zweimal Cristiano Ronaldo. Dann das zweite Spiel haben wir ja mit Paris Saint-Germain bestritten und haben 3:0 gewonnen. Und da waren die Torschützen MAP, Neymar und Everton Cavani. 3 Stürmer haben insgesamt Tore geschossen. Und das gegen den FC Bayern München. Und wir sind jetzt hier in der 7. Spielminute im Spiel Dortmund gegen Tottenham Hotspur. Und es gibt Eckball durch Marco Reus, ausgeführt, Filino, und dann geht's weiter. Nächste Chance, Toprak, Piszczek, Delaney, Pulisic, Philipp! Fast das 1:0 für Borussia Dortmund. Weiter geht's nach vorne. Julian Weigel hat's gut gemacht. Und ja, und weiter spielen nach vorne. Jetzt kommt Marco Reus. Und Lorios hält den Ball. Jetzt Sanchez. Dembele. Pulisic. Spiel nach vorn. Und Ball geht. Ein Eckball gibt es jetzt für Borussia Dortmund. Sehen wir uns die Wiederholung nochmal an. Hugo Lorios, 31 Jahre, 3 Paraden und hält den Ball und schafft es. Und jetzt gibt es die nächste Ecke. So, es gibt die nächste Ecke für Borussia Dortmund. Marco Reus schießt sie. Delaney! Thomas Delaney. Jetzt kommt Marco Reus. Immer noch Reus. Aber Ball ist jetzt weg. Jetzt geht Davies nach vorne. Son kommt nicht mehr an den Ball ran. Jetzt ist Piszczek am Ball. Weigel. Philipp! Tor! 1:0 Dortmund gegen Tottenham Hotspur. Maximilian Philipp. Tor! 1:0 Dortmund. Die Nummer 20 erzielt das Tor. Lorios konnte nichts machen. Großartig mehr. Der BVB aus dem Ruhrpott führt gegen Tottenham Hotspur mit 1:0 durch Maximilian Philipp in der 22. Spielminute. 1:0 für Dortmund in der UEFA Champions League. Jetzt geht's weiter mit Dortmund. Pulisic
Philipp, Götze, Pulisic, Delaney, Thomas Delaney, Nachschuss, Tor, 2-0, 2-0 Dortmund, der Neuzugang, Thomas Delaney, macht das Tor, der Neuzugang vom Werder Bremen, macht das 2-0 für den BVB. 2-0. Hier nochmal die Wiederholung aus einer anderen Kameraperspektive. Danke an die neuen Leute, die das immer jetzt perfekter machen als wie vorher bei FIFA 18. Hier ist nochmal Thomas Delaney im Bild. Und da haben wir ihn. Die Nummer 6, Thomas Delaney, macht das erste Tor und das 2-0 für Borussia Dortmund. Na, insgesamt 28 Minuten gespielt, steht es nur 2-0. Weiter geht's. Und jetzt kommt Danny Ali. Und da ist nichts Großartiges gekommen von Danny Ali. So, es gibt Abstoß durch Roman Brücki. Ball geht nach hinten. Philipp, aber er gibt ihn aber schnell ab. Son und Eriksen. Harry Kane kommt aber nicht mehr an den Ball dran. Ellie kommt auch nicht mehr an den Ball. Jetzt kommt Dembele. Eriksen. Dir. Dembele. Son. Danny Ellie kommt nicht mehr da mit dran. Götze. Mario Götze kommt mit dem Ball nach vorn. Spiel doch ab, Götze. Spiel doch ab. Was macht er da? Nix kommt da. Philipp will sich den Ball holen, aber kommt nicht an Sanchez dran. Weigel will auch versuchen und schafft es auch nicht. So, es sind noch wenige Minuten zu spielen, bevor wir in der Halbzeitpause gehen. Jetzt kommt Dilo. Philipp. Pulisic. Es gibt Eckball für Borussia Dortmund. In der 45. Spielminute. Marco Reus mit der Ecke. Reus. Dilino. 3 Minuten Nachspielzeit werden angezeigt hier, meine Damen und Herren. Und es ist schon eine um. Und die zweite fängt gerade an. Jetzt haben wir nur noch 1 Minute Nachspielzeit. Jetzt kommt Eriksen. Da kommt der Keeper raus und kriegt den Ball noch. So, die Nachspielzeit ist rüber und es ist Pause angesagt. Dortmund führt mit 2-0 gegen Tottenham Hotspur und macht eine kurze Unterbrechung und dann geht es gleich weiter mit der zweiten Hälfte Dortmund gegen Tottenham. Und hier haben wir Thomas Delaney, der das 2-0 gemacht hat für Borussia Dortmund. Philipp in der 22. Delaney in der 28. Wir machen gleich sofort weiter mit der zweiten Hälfte in der Champions League gegen Dortmund gegen Tottenham. Bis gleich. Kurze Pause. So, wir sind hier gerade noch in die Wiederholung drin, die wir uns anschauen. So, da haben wir es gleich geschafft und dann geht es gleich so weiter in die zweite Hälfte in unserem letzten Spiel für heute in unserer neuen Fußball-Area, in unsere
FIFA-Area in unsere FIFA-Reihe bei FIFA 19 die Demo. Die Leute können sich das jetzt auch hier runterladen im PlayStation Store, die PlayStation 4 haben oder woanders, wo das auch verfügbar ist. Und dann, bevor man die Spannung nicht erwartet, da bringt EA Sports jedes Jahr eine Demo raus, schon mal zum Antesten, bevor das Spiel offiziell auf den Markt kommt. Und das ist dieses Jahr der 28. September auf den Freitag. Freue ich mich schon drauf und ja, spannend wie noch nie wird's immer mit FIFA 19. So, wir schalten jetzt zurück zur zweiten Hälfte in der UEFA Champions League. Ob es einen Wechsel gibt bei Dortmund gibt es keinen Wechsel, aber ob es bei Tottenham Hotspur einen Wechsel gibt, ist immer noch eine Sache, wir wissen es nicht. Und da geht es gleich weiter, jetzt weiter in der zweiten Hälfte in der UEFA Champions League mit euren beiden englischen Kommentatoren. Und wenn wir das Spiel haben, dann haben wir Wolf Christoph Fuß und Frank Buschmann wohl zum Spiel. Zweite Hälfte, Tottenham an Anstoß, los geht's. So, ein bisschen auf volle Pulle gedreht wieder und dann legen wir auch jetzt sofort los, um weiteren Tore zu schießen. Dembele, jetzt kommt die erste Chance. Dembele, Eriksen, aber Ball ist weg. Pulisic, Marco Reus. Marco kommt nicht durch. Aber Foul! Aber der Schiedsrichter gibt nichts. Vielleicht gibt es eine Karte gleich nochmal. So, Schiedsrichter pfeift ab. Und jetzt gibt es die Karte von vorhin für Thomas Delaney. Der Torschütze zum 2:0. Kriegt Geld. Einwurf Dortmund. Götze. Weigel. Philipp. Piszczek kommt nicht mehr dran am Ball. Jetzt Son. David. Er hat Götze sich den Ball geholt. Und darf Piszczek weiterspielen. Da ist Marco Reus. Marco Reus! Tor! 3:0 Dortmund! Der ganze Saal rastet aus! 3:0 Dortmund! Marco Reus erzielt es! Tor für Dortmund! Mit der Nummer 11! Marco Reus! So, es gibt einen Wechsel. Ich konnte jetzt nicht mehr schnell checken. Bei den Schnellwechsel ist durch mal Delaney raus, bevor dann noch Pulisic geht raus, weil so stand das auch drin. Und jetzt kommt Darut mit ins Spiel hinein. Erstes Tor für Marco Reus in der Champions League bei der Demo des neuen FIFA 19. Wechsel, jetzt kommt Darut kommt ins Spiel hinein und Christian Pulisic geht raus. 3:0 steht es. Philipp, Delaney und Marco Reus sind die Torschützen in das Spiel gegen Tottenham Hotspur. Marco Reus hat vorhin Chancen gehabt und hat sie nicht geschafft. Jetzt hat er eine Chance gehabt, hat er sie reingekriegt. Götze. Macht Götze auch noch ein Tor! Oder Philipp! Eckball Dortmund! Lorius macht ja eine klasse Parade hier. Klasse Spiel von ihm. Eckball Marco Reus. Es gab gerade einen Wechsel bei Tottenham. Oh, ein grobes Foul, wer war beteiligt?
Thomas Delaney und wenn der Schiedsrichter nicht fackelt, zeigt er rot und es geht rot. Rote Karte, Platzverweis, Dortmund. Platzverweis, Borussia Dortmund. Statt ich ihn eben auswechsel. War meine eigene Schuld. Ich habe ihn schon auf dem Kicker gehabt, dass ich ihn auswechsel. Aber nein, was mache ich da? Da mache ich es auch noch schlimmer. So, wir sehen den ersten Platzverweis in FIFA 19, die Demo. Den ersten Platzverweis sehen wir hier. Und vom Torschützen Thomas Delaney wurde er. Von Thomas Delaney ist er gekommen. Der erste Platzverweis. Borussia Dortmund führt hier mit 3:0 durch. Philipp, Delaney und Marco Reus. Philipp. Der ist noch nicht aus, der ist noch nicht aus. Götze. Götze. Mario Götze! Tor! Ein wunderschönes Tor! 4:0 Dortmund! Mario Götze! Mario Götze! Mario Götze haut hier ein Tor ins Netz und da steht 4:0 für Borussia Dortmund! In der UEFA Champions League gegen Tottenham Hotspurs. Ein Lorios konnte da nichts mehr machen. Mario Götze haut hier ein Tor rein. Das zauberte hier. Ein wunderschönes Tor von ihm. Und es steht 4:0 Dortmund und ein Platzverweis gab es ja eben schon. Und es gab auch einen Wechsel jetzt bei Tottenham Hotspurs. Son ist raus, Lukas ist drin. Kane, Harry Kane. Weigel, Julian Weigel. Julian Weigel. Philipp. Weigel. Julian Weigel. Aber da wird nichts mehr. Es sind noch ein paar Minuten zu spielen und der BVB aus dem Ruhrpott führt den 4:0 gegen Tottenham Hotspurs. Und es gibt den nächsten Wechsel, wie angezeigt. Einwurf Dortmund. Philipp. Philipp. Maximilian Philipp. Ja, da ist nichts aus die Chance geworden. Kommt ihr noch um 5:0? Wir wissen es nicht. Oh, aber Foul. Vorteil. So, wir sind in der 19. Spielminute. Was gibt der Schiedsrichter noch? 3 Minuten Nachspielzeit. So, die 3 Minuten Nachspielzeit sind jetzt und das Spiel ist aus, meine Damen und Herren. Das Spiel ist aus. Der BVB gewinnt gegen Tottenham Hotspurs in der Champions League mit 4:0. Und die Torschützen haben wir hier gerade. Wie Mario Götze haben wir, Marco Reus. Dann hatten wir Thomas Delaney, der im Platzverweis mit gelb-roter Karte gelb-roter Karte vom Platz geflogen ist. Und Maximilian Philipp haben wir. Wir haben insgesamt 3 Deutsche, die Tore gemacht haben. Und ein Däne. Und das war Thomas Delaney. Hier sehen wir es nochmal. Philipp, Delaney, Reus und Götze war jetzt, glaube ich, nicht eingeblendet. Oder war gerade oder wäre weg. Und Mario Götze. Wir sehen uns die Wiederholung noch an hier. Und dann verabschieden wir uns und sehen uns die nächsten Tage wieder zum nächsten FIFA 19 Video der Demo. Hier sehen wir gerade die Tore von Borussia Dortmund. Hier Thomas Delaney hat hier gerade das 2:0 gemacht. Wir schauen uns gerade die Wiederholung an und dann verabschieden wir uns gleich.
Tor für Dortmund, 3:0. Marco Reus. Götze. Und Philipp. Abgewehrt. Gut gemacht von Lorios, gehalten. Nächste Chance. Und Delaney fault und es gibt die gelb-rote Karte. Trainer Luce Favre wollte das auswechseln, aber hat es nicht getan, war sein eigener Fehler. Jetzt kommt die nächste Chance. 67. Spielminute. Götze, 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 Götze! Und ein wunderschönes Tor durch Mario Götze. So, Spielende und es endete 4:0 für Borussia Dortmund gegen den Tottenham Hotspurs. So, meine Damen und Herren, das war's für heute. Das waren 3 spannende Partien, die wir gesehen haben, wie zum Beispiel das erste Spiel gegen 2:0 aus für Juventus Turin gegen Real Madrid. Spiel 2 haben wir gewonnen mit Paris Saint-Germain und haben 3:0 gewonnen gegen Bayern München. Da waren beteiligt MAP, Neymar und Everton Cavani haben die Tore geschossen und 3:0 gewonnen. Und vorher war es zweimal Cristiano Ronaldo, habe ich ja vergessen zu sagen, mit Juventus Turin gegen Real Madrid. Und das letzte Spiel haben wir die Tore gesehen durch Maximilian Philipp, Thomas Delaney, Marco Reus und Mario Götze sind die Torschützen zum 4:0 gegen Tottenham Hotspurs. Und mal gucken, wie es beim nächsten Mal spannend wird. Das war zum ersten Mal richtig geil. Die Demo von Ansehen ist richtig geil. Wir können beim nächsten Mal auch, meine Damen und Herren. Wir gehen mal drauf hin. So, das war die Champions League. Wir können, ich mach mal leise eben. So. Wir können beim nächsten Mal The Johnny mal testen, wie das ist. Oder ich habe es vielleicht vorher schon getestet oder nicht. Oder ich kenne es ja noch von FIFA 18. Wir können es ja mal ausprobieren, wie das ist. Vielleicht beim nächsten Video. Aber hier beim Anstoß haben wir schon richtig geil applaudiert mit Toren. Alles drum und dran. War wohl englischer Kommentator. Egal. Und die Champions League Hymne, die da durfte nicht drin fehlen. Das war mega geil. Die Champions League Hymne erstmal. Und das andere, alles drum und dran auch hier. Neue Challenge und sowas. Haben wir schon 2 Challenge neu getestet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zur Demo von FIFA 2019. Und dann spielen wir vielleicht wieder Anstoß oder testen Enjoy Champions League. Da freuen wir uns drauf. Wie zum Beispiel, dass Alex Santa, die wichtigste Person, der spielt bei Real Madrid. Dann haben wir Danny Williams, den wir nachher verfügbar nehmen können. Und sogar die Halbschwester von Alex Hunter, Kim Hunter. Und alles andere sehen wir dann beim nächsten Mal. So, wie spät haben wir es mal? Ich guck mal auf die Uhr. So, wir haben jetzt 16:45 Uhr. Freitag 16:45 Uhr. Da war spannend, gestern ist die Demo rausgekommen. Und die es noch nicht gemacht haben, ladet euch die Demo runter. Ist einfach nur geil. Einfach nur geil. Zocken bis zum geht nicht mehr erstmal. Und am 28. September kommt das offizielle Spiel raus. FIFA 19. Dann kann man alles spielen, was du ausprobieren willst, wie Challenge, Champions League, Europa League, alles Mögliche. Ghetto Faust 42, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns nächste Tage wieder zum nächsten Spiel bei FIFA 19, die Demo. So, und heute ist Bundesliga. Heute spielt ja Dortmund gegen Frankfurt. Morgen haben wir hier noch spannende Spiele wie Mönchengladbach gegen Schalke. Da habe ich 3-1 getippt. Was ist euer Tipp? Dann könnt ihr mich auf Facebook folgen und dann meinen richtigen Namen Jens Stadtmann. Ich habe schon Kommentare heute abgegeben von Tipps. Dann könnt ihr auch drunter schreiben, was euer Tipp ist und so weiter. Und dann könnt ihr mich einfach anschreiben
wie es euch gefallen hat. Jetzt könnt ihr sogar auf YouTube, auf Livestream noch anschreiben, wie es euch gefallen hat. Und sonst könnt ihr auf meinen richtigen Namen Jens Stadtmann auf Facebook gehen und mich dann anschreiben und mal gucken, wann ich mein nächstes FIFA19 Demo-Video mache. Der Anfang war richtig geil, Leute, und ihr seid geil und mit Zuschauen, alles drum und dran. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. GettoFox42 sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal zum nächsten FIFA 19 Video, die Demo. Das hat richtig Spaß gemacht mit euch heute. Und gleich und die es nicht zugesehen habt, könnt euch das gleich anschauen. GettoFox42 sagt Tschüss, bis die Tage. Haut rein. We are FIFA 19!